Hallo, willkommen beim 1000 Bäcker Report Livestream. Heute mit dem Thema 1000 Bäcker mit der Jahrtausendchance. Disclaimer. Immer wieder kommt es im Rohstoff-Goldsektor zu 100 bis 1000 Bäcker. Hier einige Beispiele. Beginnen wir 1966 bis 1968. Da gab es eine Silberrallye, das fällt in den Zeitraum, wo das Silber den Münzen entnommen worden sind. Ich glaube, das war 1967 war da einer der Höhepunkte und 1968 hatte man das Silber weltweit, zumindest in den westlichen Staaten, entnommen, jedenfalls USA, Schweiz, Deutschland. Jedenfalls, was entscheidend ist, in diesem Zeitraum kam es zu einer enormen Silberaktienrallye und ein Beispiel, das herausragt, ist eben Coeur d'Alene, die es im Übrigen auch noch heute gibt. Die ist von 2 Cent auf 20 Dollar gestiegen, also um das Tausendfache. Ich hatte in den vergangenen Videos schon mal gesagt, dass ich im Schnitt andere also Silberaktien in dem Fall, keine ist weniger als das 160-fache gestiegen. Es war eine unglaubliche Chance, diese Silberrallye. Ja, dann haben wir die klassische von 1976 bis 1980, die Goldrallye. Damals ging es ja von mehr oder weniger 100 Dollar auf 850 Dollar. Und wer, sage ich mal, im Korrekturtief, das war 1974, also vorher ist 35, von 35 Dollar, ist dann Gold auf 200 Dollar gestiegen, hat dann um die Hälfte korrigiert, 100 Dollar. Und dann ging es von 100 Dollar von 1976 mehr oder weniger bis 1980 hoch. Und da eben ein Beispiel hier, NRD-Mining ist von 5 Cent auf 19 Dollar gestiegen, was ungefähr eine Verdreihundertachtzigfachung ist. Also auch unglaublich und das war bei weitem nicht die einzige. 1993 bis 1996 gab es wiederum auch eine Gold-Rallye. Gold ist eigentlich kaum gestiegen, irgendwie um 30%, das ist das Unglaubliche. Dann gab es, was auch ein Betrugsfall war, also sich als Betrugsfall herausgestellt waren, aber es geht ja auch darum, zu zeigen, wie die Anlegermassen bei guten Stories die Kurse hoch drücken können. Das war eben so. 19, BRIX hat 1993 30 Cent gekostet und die haben da wurden Goldfunde in Indonesien, da wurde ja auch ein Film drüber gedreht, über diesen ganzen Fall und die haben die Aktie bis auf 288 Dollar hochgetrieben und dann ist sie allerdings auch ziemlich zusammengebrochen und die Leute haben sehr viel Geld verloren. Nichtsdestoweniger, es gab viele andere Aktien, die in diesem Zeitraum auch um das 10- bis 100-fache gestiegen sind. Wie gesagt, 1000 Bäcker sind natürlich schon absolute Seltenheiten, aber sie passieren eben ab und zu. Darauf wollen wir hinaus. Ähm, ja, einer der letzten Goldrallye, das war die von der Finanzkrise 2009 bis 2011. Da ist zum Beispiel das Unternehmen Attac von 8 Cent auf sage und schreibe 10 Dollar geschrieben, also mehr als das Hundertfache. Dann jetzt kürzlich die Uran-Rallye 2016 bis 2022. Da sticht zum Beispiel das Unternehmen Global Atomic raus mit 5 Cent auf 5 Dollar. Ja, ein 100-Bäcker. Und jetzt, sage ich mal, in letzter Zeit von 2016 bis 2021 die Gold Rallye. Da ist zum Beispiel Great Beer von 5 Cent auf 30 Dollar geschrieben, was ungefähr ein 600 Bäcker ist. Hier ist nochmal so ein Chart von Great Beer. Das startet hier im Übrigen erst bei 20 Cent hier 2017 und ist dann bis auf 30 Dollar hochgestiegen. Also im Grunde genommen hätte man auch später noch da kaufen können und hätte auch enorme Gewinne gemacht. Aber 2016 hat man diese Aktie, also Great Beer Resources, die heute nicht mehr gibt, das hat der King Ross übernommen, konnte man für 5 Cent erwerben. Was will ich damit sagen? Wir sind immer noch bei Gold und Goldaktien ganz am Boden und ab und zu kommen solche enormen Bewertungsmechanismen vor. Und wenn wir jetzt, sage ich mal, aktuell von einer Goldaktienrallye stehen, kann sowas auch wieder passieren. Ich würde jetzt nicht sagen, dass man auf 1000 Wetter hier setzen sollte und so. Die gibt es nicht mit Vorhersage, sonst würde jeder so investieren. So ist das nicht, sondern man muss verschiedene Goldaktien, Silberaktien oder auch eben Uranaktien dieses Typus investieren, wenn sie ganz am Boden sind, wo Superlative dabei sind, große Ressourcen
Und das kann der Markt dann im Einzelfall enorm bewerten, wenn wir eine Goldrallye ist. Das will ich dann nur zu sagen. Und ich denke, auch dieser vor uns liegende äh, Goldmarkt oder Goldaktienrallye wird auch wieder solche Stories ähm, produzieren. Natürlich, allein schon der sportliche Ehrgeiz muss sein, dass man zumindest teilweise oder mit etwas an solchen Versuchen ist, sich zu beteiligen. Ich meine, das ist auch eben unsere Leidenschaft, sage ich mal, Aktien mit großen Ressourcen, mit einer guten Story, mit enormem Explorationspotenzial, versuchen zu identifizieren, zu beleidigen und in der zu finden, zu beteiligen und einfach versuchen, ist zumindest ein Versuchen, bei dem einen oder anderen Tausendbäcker mit dran zu sein. Ob das klappt, und dann steht in den Sternen. Hier, ich meine, von 2016 und 2021, Grillbier war ich beispielsweise auch nicht beteiligt. Das ist so, das ist schwierig, es ist ein bisschen Lotterie, aber man kann durch eine gute Verteilung, eine gute Beobachtung, Nachkaufen seine Chancen doch etwas erhöhen. Und vielleicht hat man ja das Glück und ist auch mal an sowas beteiligt. Ja, warum jetzt Goldaktien? Weil Junior Gold- und Silberaktien dreifach unterbewertet sind, was keinem bewusst sind. Also, der Grund Nummer eins ist natürlich das unterbewertete Gold. Eine Unze entspricht, sage und schreibe, 116 Papierunzen. Also die Unzen, die draußen gehandelt werden, das sind dann quasi die Papierunzen, sind durch nichts gedeckt in diesem System. Die müssten ja eigentlich 1:1 physisch gedeckt werden. Und das ist die Diskrepanz. Das meinen wir jetzt mit Unterbewertung von Gold an sich oder eben Silber sogar 440:1. Eine Unze, die physisch existieren 440 Papierunzen draußen. So, irgendwann wird diese Unterbewertung auch abgebaut und vielleicht sogar übertreiben. Alles könnte sich ins Gegenteil machen. Das ist Unterbewertung Nummer eins, die natürlich die Goldaktien spüren. Die Grund Nummer zwei ist, Goldaktien sind immer noch nahe das Allzeittief gegenüber Gold. Siehe Gold-Hui-Index aktuell bei 0,131. Ja, hier in der Mitte das Bild zeigt auch hier wieder Täler und Gipfel. Wir sind jetzt immer noch so im Tal. Allerdings sind es von einer ganz großen Tiefe, das war bei 0,1, das ist also unten, sind wir schon abgestiegen und es ist anzunehmen, dass es jetzt einen enormen Schub nach oben geht. Schauen Sie sich hier die linke Seite an. Da war das auch 2001 so gefunden 0,1 und da ist es innerhalb weniger Jahre dann sogar auf 0,63 gestiegen. Da waren dann Goldaktien tatsächlich absolut überbewertet. Jetzt sind wir im Prinzip wie 2001, als sie ganz unten bewertet sind, wir auch gekommen. Wir scheinen aber abzuprallen und es ist möglich, weil es so lange nach unten verzerrt ist, dass es eine Art Super-Spike nach oben gehen. Und dann ist es sogar denkbar, dass wir die Hui-Gold-Ratio von 0,6 am Ende, vielleicht 0,8 oder 1 sogar treffen. Hier diese Chartmalerei gibt es her. Gut, wird man sehen. Jedenfalls, wir sind unterbewertet. Wir stehen vor einer Goldrallye. Goldaktien, also Goldaktien allgemein sind gegenüber Gold unterbewertet und Gold ist sowieso unterbewertet. So, und jetzt kommt nochmal der Grund Nummer drei. Wir fokussieren uns ja auf Junior- und Explorationsaktien und die sind interessanterweise auch nochmal extrem unterbewertet gegenüber den normalen Goldaktien, den Senior-Goldaktien in der Mitte und sind auch nahe des Allzeittiefs. Das heißt, die haben einfach ein dreifaches Hochschleuderungspotenzial, die Exploration und Junior Gold. Das natürlich das Risiko ist größer, klar, keiner glaubt an die Projekte, aber wenn in den Majors die Ressourcen ausgehen, wird sich alles auf diese Union-Explorationsaktien stürzen. Das heißt, wenn der Markt in Bewegung kommt, haben wir eigentlich drei Bungee-Seile mit der Wucht, die sich entladen. Und deswegen kann es aus meiner Sicht rein theoretisch, wir werden sehen, wie es läuft, kann sowas so ein Phänomen wie 1000 Bäcker wieder entstehen. Ist unglaublich, aber es ist irgendwie ein Webfehler im Finanzsystem. Jedenfalls diese Verzerrungen sind so groß, das kann sich so entladen und Sie haben gesehen, in der Vergangenheit hat es gegeben. Und die Ungleichgewichte sind absolut größer als zu allen anderen Zeiten. Es ist mehr Bargeld drin. Sie müssen so viel Geld und Energie aufwenden, um diese Verzerrung aufrechtzuerhalten. Das spricht nach Adam Riese für eine enorme Goldaktienrallye, gerade eben hier im Union-Explorationsbereich. Also das sind meiner Meinung nach die drei Punkte. Wenn Ihnen noch mehr Punkte einfallen, schreiben Sie es gerne in die Kommentare. Natürlich, klar, dass nie und nimmer sind Gold- und Silberaktien
Gold und Silber in der Hand im Boden. Das ist klar, das ist eine Spekulation. Aber ja, also ich denke, sie wird zumindest teilweise funktionieren, weil ich meine, das Finanzsystem ist noch da. Es hat noch eine gewisse Stabilität. Es wird instabiler und die Goldaktien sind im Grunde meines Erachtens ein Gradmesser für diese Instabilität. Sobald die nicht mehr so gedruckt werden kann und hochgehen, spüren wir, dass die Instabilität zunimmt. Insofern ist es auch gleichzeitig ein guter Gradmesser. Also es hat eigentlich nur Vorteile, sich jetzt aktuell Gold- und Silberaktien anzusehen und sich damit vertraut zu machen. Ja, hier ja, das ist oben noch falsch, das ist aber hier eigentlich ein Gold-Projektgenerator mit Operationsgebiet Finnland und Schweden und auch Australien. Und sie haben eine Marktkapitalisierung von 54 Millionen. Das sehen Sie auch hier im Kalkulationssheet in der Mitte. Also, die haben Gold-Kobalt-Projekt Raja Palut in Finnland, 18.000 Hektar, ein großes zusammenhängendes Paket in Finnisch Lappland, 1,01 Millionen Goldäquivalent, 2,5 Gramm pro Tonne und 443 Parts per Million Kobold. Das ist übrigens einer ich glaube, soweit ich weiß, das viertgrößte Koboldgebiet in Europa. Und das ist auch nicht in den Potenzialfaktor mit einberechnet. Wir gucken immer nur aufs Gold und auf die Edelmetalle. Also man erwartet eine durchschnittliche Produktion von 92.000 Unzen, 9 Jahre Lebensdauer und auch 2.800 Tonnen Kobalt sollen produziert werden. Auch hier, und das ist das meines Erachtens eigentlich interessantes, erhebliches Ressourcenwachstumspotenzial. Und sehen sich die Proben an von Raya Palut und Rompas, 6 Meter mit 617 Gramm pro Tonne Gold. Also absolut enorm. Und da ist eben alles möglich. Ich denke, wird nicht bei dieser 1 Million Unzen Gold bleiben, die jetzt dargestellt sind. Dann haben Sie noch das Nordgold-Projekt, 2.500 Hektar in Schweden. Und im Umkreis von 22 Kilometern um das Projekt wurden mehr als 7 Millionen Tonnen Gold gefördert. Na, das muss ein Fehler sein. Aber hier nochmal hohe Gehalte bei Erstgoldung. Es gibt das historische Goldminenprojekt Boliden. Und das hat eine historische Million, 7 Millionen Unzen müssen es sein. Es hat eine historische Produktion von 4 Millionen Unzen. Also es ist einer der größten Goldunternehmen Schwedens gewesen. 4 Millionen und eben auch High-Grade, 15,1 Gramm pro Tonne Gold. Das befindet sich 22 Kilometer südwestlich. Wer weiß, wie viele Unzen auch noch in diesem Millionen Unzen in diesem Territorium sind. Halte ich auch für sehr interessant. Und dann haben sie noch das Southern Cross Gold, eine 60-prozentige Beteiligung in Australien an den Sandy Creek Projekten, an den viktorianischen Goldfeldern in Australien mit 3,9 Gramm pro Tonne auf 119 Meter Goldäquivalent. Also, was ist hier nochmal interessant? Ich denke, das sehr gute Rechtsgebiet, auch eine gute Kobaltbeteiligung, was nicht mit berücksichtigt worden ist. Es ist eben ein sicheres Rechtsgebiet. Und ich denke mal, die Anzahl der Unzen ist bei weitem nicht nur eine. Ich denke mal, da könnten noch ein paar Millionen Unzen theoretisch hinzukommen. Auch hochgradig im 1A-Rechtsgebiet. Also die Aktie kann auch performen. Das ist klar. Hängt immer auch natürlich von vielen Faktoren ab, aber sage ich mal, die Bedingungen sind nicht schlecht. Dieser Potenzialfaktor ist jetzt in 1 Million Unzen kalkuliert. Das heißt, wenn Gold auf 2.500 steigen soll, könnte diese Aktie um das 18-fache steigen. Also jetzt von mehr oder weniger hier 13 Cent auf 3,15 Dollar. Aber möglicherweise ist es noch viel interessanter. Sie sehen auch das Chart des Unternehmens, wie hoch es schon geschossen ist damals als beim letzten Goldboom. Hat eigentlich alle Gewinne abgegeben. Der Boden ist sehr gut ausgebildet und steht meiner Meinung nach auf der Abschussrampe. Und dann sind die alten Höhen auch wieder schnell erreicht. Ja, interessantes Unternehmen, wie immer keine Kaufempfehlung, aber kann man sich mal angucken. Irgendwo würde ich das taxieren insgesamt zwischen moderatem und hohem Risiko. Ja, hier nochmal
zum Goldaktienbullenmarkt der 1970er Jahre. Das hatte ich ja schon am Anfang ein bisschen erwähnt. Dort sind teilweise NRD-Mining von 5 Cent auf 19 Dollar gestiegen, Silverstack Mines von 10 Cent auf 36 Dollar. Diese enormen Werte, wenn wir, wie gesagt, von einer ähnlichen vergleichbaren Goldmania stehen und es gibt einige Anzeichen, die dafür sprechen, kommt es vielleicht zu ähnlichen Bewegungen. Das kann man im Vorfeld nicht sagen. Man muss sich auf alle beteiligen, sodass man nicht völlig davon überrascht ist, falls es dann doch eintritt. Also man muss einfach dabei sein. Wie gesagt, die meisten Investoren sind natürlich jetzt frustriert durch diese ständigen Drückmanöver oder jetzt auch seit der März, April laufenden Korrektur im Goldaktiensektor. Man glaubt im Prinzip nicht dran, aber glauben Sie mir, wenn sich Gold dauerhaft über 2300, 2500 geht, wenn das wirklich passieren sollte, dann erwartet ja der Anleger Gold 5.000, Gold 10.000 und das nehmen diese Minen im Allgemeinen vorweg. Sie hatten ja auf diesem einen Chart gesehen, wo dieser Hui-Gold-Index war, dass die eigentliche Goldaktienrallye im Frühstadium des Goldbullenmarktes gezündet ist. Damals von 2000 bis 2004 und damals ist Gold vielleicht um 50% gestiegen. Und diese Goldaktien haben nie wieder diese Dynamik erreicht, später als Gold auf 1900 gestiegen ist, wie in dieser Frühphase des Goldaktienbullenmarkts. Das hängt eben einfach da zusammen, die sind quasi absolut tot, diese Goldaktien, und sie werden quasi zum Leben erweckt und das gibt eben eine Überperformance. Und das wird dann nie wieder erreicht werden. Also das, was jetzt vor uns steht, ist ein einmaliges Phänomen. Und das widerspiegelt sich dann eben auch in dieser dritten Unterbewertung, diese Exploration- und Junior-Aktien. Die sind eben absolut tot. Und deswegen ist das Potenzial auch so groß. Ne? Ja, also was kann man tun? Man kauft eben Goldaktien mit einer guten Story, mit großen Ressourcen, hochgradigen Gebieten, Rechtsgebieten, einfach da, wo die Anleger, die Großanleger jede Menge Fantasie vorfinden. Und da muss man natürlich davor drin sein, bevor das große Geld reinströmt oder die Massen am Ende. Ja, 1000-Becker-Report. Wir versuchen eben solche Aktien zu identifizieren, nach moderaten und hohen und sehr hohen Risiko zu segmentieren. Wir haben auch eine Exit-Strategie entwickelt, was kauft man, wenn dieser Boom vorbei ist. Ein Portfoliovorschlag mit persönlicher Beratung kann ich bei Interesse auch anbieten. Finden Sie alles verlinkt im YouTube-Link. Ja, Einlagen von Gold und Silber bei der Einkaufsgemeinschaft für Sachwerte ist einfach, ich nenne das halt deshalb immer, weil die auch in Krisenzeiten immer in Gold und Silber gekommen ist und das sehr günstig. Das heißt, wenn die Edelmetallhändler Abgabe begrenzt haben, also die lange anstehen müssen, um physische Ware zu kommen, können sich zumindest da schnell mit der Überweisung die Bestellung auslösen. Dann wird das in zollfreie Lager in die Schweiz gemacht und die können sich im Zweifelsfall ausliefern lassen. Zumindest ein Weg, unkompliziert an Gold und Silber zu kommen. Ne? Also ich mache da keine Aussage, wo man damit langfristig lagern soll. Das ist einfach ein Abwicklungstool aus meiner Sicht und kein schlechtes. Also das sollte man sich auch mal ansehen. Ja, natürlich immer erst Preisvergleich von Gold und Silber auf gold.de gehen, weil es gibt so einige Kandidaten da draußen, die teilweise sehr medienstark sind, die ja vor allen möglichen ökonomischen Problemen waren und politischen Zuspitzungen. Aber die Antwort darauf ist sicherlich nicht, überteuertes Silber oder Gold zu kaufen. Auf keinen Fall. Die Antwort ist da, Gold und Silber, natürlich muss es ein seriöser Händler sein, so günstig wie möglich kaufen und vielleicht etwas noch in Minen machen, zu investieren, dass man da vielleicht unter Umständen eine Überperformance hat, um auch Geld zum Leben ohne physisches Gold und Silber zu kaufen zu können. Das ist meiner Meinung nach die Antwort auf die aktuelle Situation. Ja, nützliche Informationen, Kontakt. Mit welchem Broker können Sie zum Beispiel arbeiten? Mit welchem Broker in der Schweiz? Die Informationen hier, Hui-Gold-Ratio hatte ich heute schon erwähnt, können Sie hier sich ansehen, weitere Diskussionsforen. Hier noch meine Kontaktdaten. Sie können mich anschreiben per Mail oder anrufen, falls es irgendwelche Zustellungsprobleme, Rückfragen, Anregungen gibt.
Wie gesagt, ich sehe auch hier diese Webseite so ein bisschen als Diskussionsforum, dass man sich in diesem Bereich auch austauschen kann. Möchte ich eigentlich eine Plattform schaffen. Deswegen nutzen Sie das auch untereinander, vielleicht sich austauschen zu können, einfach um hier dieses Thema hier einen gewissen Raum zu geben, eine Diskussionsmöglichkeit. Ja, ich bedanke mich ganz herzlich für Ihre Aufmerksamkeit. Würde Sie bitten, meinen Kanal zu abonnieren, wenn Ihnen der Inhalt soweit gefallen hat. Ähm, ja, also Sie die Glocke betätigen, dann werden Sie über neue Videos informiert, die dann gemacht werden, dass Sie da keins verpassen. Und vielleicht auch ein Like geben, das hilft den Algorithmus. Das wird dann ja anderen Leuten vorgeschlagen, die das sonst so nicht sehen würden. Das würde vielleicht unterhelfen, wenn Sie glauben, dass dieses Thema generell interessant auch für andere Leute sein kann, würden Sie das so unterstützen. Ja, also nochmal ganz herzlichen Dank für Ihre Aufmerksamkeit und bis zum nächsten Mal.